Holunderblüte Ingwer, Pflaume Rotwein, Rhabarberlikör, süße Quitte. In ihrer Manufaktur Vulkanlikör und Gelee bietet Katja Wittmann so ziemlich alles an, was der Garten hergibt. Die 41-Jährige und ihre Produkte sind waschechte Vogelsberger und stolz darauf. In 2015 wollte ich mich gerne beruflich umorientieren. Und dann habe ich diese damals noch kleinere Manufaktur aus Kaulstoß übernommen und hierher gebracht. Mein Mann und ich leben hier seit vielen Jahren auf dem Hof von meinen Großeltern und dieses Konzept Manufaktur passt hier wunderbar rein. Deshalb beginnen viele von Katja Wittmanns Arbeitstagen in einem Garten im Nachbarort. Heute holt sie Mirabellen für ihre Gelee-Produktion ab. Das Konzept der Manufaktur ist es, Ressourcen der Heimat zu nutzen und so nachhaltig zu ernten. Wir versuchen in einem Radius von 30 Kilometer bei den Leuten privat zu Hause zu ernten. Die Leute, gerade hier auf dem Land, haben sehr viel Obst im Überschuss und können das alleine für sich gar nicht verbrauchen. Dann werden wir angerufen, fahren hin, ernten das und vergüten das auch in Form von Gutscheinen, die sie dann bei uns einlösen können. Das meiste Obst wird dann direkt in der Manufaktur verarbeitet. Weil Katja Wittmann viele Rohstoffe aus der Region bekommt, sind Gelee oder Likör nicht immer sortenrein. Das ist für die Vogelsbergerin auch nicht das Wichtigste bei ihrer Produktion. Wir nehmen ja alle Mirabellen zum Beispiel auf. Das heißt, die wilde Mirabelle, Mirabelle mit leichtem Rotfärbung, gelbe, alle Sorten kommen zu uns. Das heißt manchmal auch, dass sich der Geschmack leicht unterscheidet. Aber wenn man ein verwertendes Konzept anstrebt, dann ist das völlig egal. Nach dem besonders schonenden Kochen im Kupfertopf wird der noch heiße Fruchtaufstrich abgefüllt. In ihrem Sortiment hat Katja Wittmann an die 30 verschiedene Sorten und manchmal kommen sogar überraschend auch noch neue dazu. Tatsächlich hatten wir dann die Information, dass es Mispeln gibt, die ja hier, sage ich mal, nicht so häufig vorkommen. Und dann hat sich dann eine große Ernte für uns aufgetan, sodass dass es sehr rentabel war, das dann auch zu verkochen, zu verarbeiten in Form von Fruchtaufstrich und Likör. Seitdem wissen die Leute, dass sie uns auch Mispeln bringen können. Das nachhaltige Konzept zieht sich durch das ganze Sortiment. Weil Katja Wittmann viel Zitronensaft für den Fruchtaufstrich braucht, verwendet sie auch die Bioschale für ihren Zitronenlikör mit dem klanghaften Namen Crème Brie. Der Name Crème Brie ist ein Vogelsberger Dialekt. Crème heißt bei uns so viel wie sauer, bitter und Brie ist eine Brühe. Und zusammengesetzt hört sich das sehr nett an und wirft viele Fragen auf für jemanden, der kein Vogelsberger Dialekt spricht. Bevor die Leckereien in den Laden dürfen, bekommen sie noch ein liebevoll gestaltetes Etikett. Für besondere Anlässe, privat oder geschäftlich, gestaltet Katja Wittmann auf Wunsch auch individuelle Etiketten. Also hier kann man zum Beispiel sehen, dass ich Alpaka-Spucke mache. Das ist quasi Waldmeisterlikör, der aber umetikettiert wurde für die Jossertal-Alpakas. Das sind Kunden von uns, die gerne einen individuellen Likör ihren Kunden anbieten wollten. Die süßen Fruchtaufstriche passen auch ganz wunderbar zu herzhaftem Käse oder natürlich traditionell zu frischem Brot. Eine Besonderheit der Region ist auch der Latverche-Fruchtaufstrich. Latverche ist ein typisch Vogelsberger Fruchtaufstrich, der schon zu Großmutters Zeiten so gemacht wurde. Die Zwetschgen in einem großen Behälter runtergekocht. Und so machen wir das heute auch noch, ohne Aromen und Zusatzstoffe, so wie bei den anderen Fruchtaufstrichen auch. Und wer sich an die saure Brühe nicht pur wagen möchte, dem empfiehlt Katja Wittmann einen Schuss davon im Sekt oder in naturtrüber Limo, ein erfrischender Mini-Cocktail für den Sommer.